Hallo meine Lieben, heute gibt's etwas Leckeres. Ich bin ganz ehrlich zu euch, I don't know, ich weiß nicht, wie man es nennt, weil es gab's halt immer, ne, das gab's halt zwischendurch mal und dann hieß es bei uns immer kıymalı ekmek oder kıymalı börek, das heißt halt Brot oder Börek mit Hackfleisch. Das ist ein Zungenbrecher, ey. Ja, für mich nicht, für dich vielleicht. Kıymalı ekmek. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier erstmal einen Teig ohne Hefe. Das ist kein Hefeteig. Was wird da drin sein? Ja, Hackfleisch. Ja, Hackfleisch. Okay. Ich bin dabei. Okay. So, und das ist halt ein Teig, nee, das ist Hackfleisch umhüllt von Teig, was dann in der Pfanne gebacken wird. Und oh mein Gott, es ist so knusprig von außen und innen kommt euch dann dieses zarte Fleisch entgegen, lecker gewürzt. Und es ist so ein Rezept, ihr seht das Bild. Und jeder, egal wer, wird sagen, oh mein Gott, ich kenne das ist so lecker. Ja. Nur wie nennt man's? Schreibt es mal in die Kommentare, dann kann ich den Titel ja dementsprechend umändern. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt hier die Küchenmaschine. Ihr könnt auch eure Hände benutzen, gar kein Thema. Ich habe jetzt hier Mehl drin, gebe da Salz mit dazu. Und der Teig besteht aus nur 4 Zutaten. Und ich lasse jetzt... ich muss kurz schlucken, ich habe zu viel geredet. Und ich habe jetzt, genau... Du wieder schummeln. Ich habe jetzt Mehl und Salz drin. Lass die jetzt so langsam verkneten mit dem Knethaken und gebe dann nach und nach immer wieder ein bisschen lauwarmes Wasser rein. Dann verbindet sich das einfach besser, wenn das Wasser lauwarm ist. Und dann dürft ihr ja so einen Teig erhalten, der darf nicht klebrig sein, sondern schön geschmeidig und gerade so fest. Und anschließend gibt ihr auch noch ein bisschen Rapsöl dazu. Die Maschine hat jetzt den Teig ca. 2 Minuten geknetet und ich habe jetzt noch ungefähr 1 bis 1,5 Minuten auf der Arbeitsfläche weitergemacht. Ihr braucht nicht viel Öl, ihr braucht auch nicht viel Wasser. Ich schreibe euch natürlich alle genauen Mengenangaben unten in die Infobox. Die findet ihr neben dem Titel, da fragen nämlich immer ganz viele. Und genau, den Teig, den forme ich jetzt quasi zu einer Kugel, so ganz grob, und gebe den zurück in meine Schüssel. Der muss jetzt nicht wirklich aufgehen, sondern eher entspannen, das ist ganz wichtig. Dafür gebe ich ein bisschen Backtrinnspray in die Schüssel, lege den Teig rein, benetze auch die Oberfläche damit es eben nicht austrocknet. Dann den Deckel drauf und ca. 45 Minuten lang ruhen lassen. Ich zeige euch aber in der Zwischenzeit die Hackfleischfüllung. Für die Hackfleischfüllung habe ich jetzt hier mein Hackfleisch in eine ausreichend große Schüssel gegeben. Mach gleich kaputt. Entschuldigung. So, und da gebe ich jetzt Gewürze mit dazu. Ich habe hier einmal Kreuzkümmel. Ich finde Kreuzkümmel und Hackfleisch passt einfach wie die Faust auf das Auge. Einmal da rein. Dann habe ich hier Paprikapulver edelsüß. Was für ein Beispiel? So, Paprikapulver edelsüß und ein bisschen Chili. Aber nur ein bisschen, weil ihr wisst ja, Hamza und ich, wir sind immer noch... Wir sind Weicheier. Wir sind immer noch Weicheier. Wir können das nicht mit so viel scharf. Natürlich Salz mit rein und frisch gemahlenen Pfeffer. Und dann gebe ich noch Zwiebeln dazu. Ich habe jetzt hier zufällig rote Zwiebeln da gehabt. Und was ganz wichtig ist, es gibt nochmal so einen leckeren Twist Petersilie. Das habe ich aber vorab mit meinem Wiegemesser nochmal fein verarbeitet. Je feiner, desto besser, finde ich. Und dann verkneten wir das einfach. Woher kommt das denn her? Aus meiner Bauchtasche. Ja, manchmal mag ich es mit Handschuhen zu arbeiten und manchmal einfach ohne. So, das Hackfleisch habe ich jetzt auch nur 1 Minute durchgeknetet. Und ihr braucht auch kein zusätzliches Bindemittel. Ich nehme mir jetzt so einen Hackfleischball. Ich bereite mir jetzt hier einfach mal ein, um euch das zu zeigen. Unser Teig konnte auch entspannen und das teilt ihr euch jetzt einfach ein. Ich sage euch am Ende, wie viele Teiglinge ich rausbekommen habe. Wie Kaugummi ist der Teig, also richtig perfekt, der reißt euch auch nicht. Ich wollte ja auch gerade sagen, der reißt gar nicht. Nee, gar nicht. Total perfekt. Echt gut. So. Das ist doch voll rund jetzt. Es ist noch rund, es ist noch dick. Du weißt, was wir machen, Das ne? ist doch Kugeln.
So, normalerweise weiß Hamza nie, was ich filme, erst wenn wir ganz am Ende angekommen sind. Aber das ist so richtig erkannt. Ich weiß, wie das Endergebnis ist. Genau. Und das Endergebnis ist eher flach und das sind ja eher dicke, runde Kugeln. Und deswegen schnappt ihr euch jetzt euer Nudelholz und geht da ganz vorsichtig drüber. So, ich sprühe die Arbeitsfläche mit Backtrennspray ein, weil der Teig sonst auf der Arbeitsfläche klebt und dann bekommt ihr eben Risse. Und der Teig ist aber so geschmeidig, dass ihr eigentlich gar keine Risse bekommen solltet. So, ich bereite jetzt alle vor und anschließend werden sie in einer gut beschichteten Pfanne mit etwas Raps- oder Sonnenblumenöl ausgebacken von beiden Seiten. Das zeige ich euch aber gleich in aller Ruhe. So, jetzt habe ich in meiner beschichteten Pfanne ein bisschen Öl und habe die mittlere Stufe eingestellt. Lieber ein bisschen niedriger als zu hoch, weil wir wollen jetzt, dass die äußere Hülle schön knusprig wird, nicht zu dunkel und dass das Fleisch innen gart. Und das schmeckt einfach so lecker. Es ist auch ein Unterschied, ob ihr das Fleisch vorher anbratet oder ob ihr das in dieser Kruste garen lasst. Das ist ein Riesenunterschied und das schmeckt nochmal ganz, ganz anders. Ich habe jetzt hier genug Platz. Ich gebe jetzt hier 3 oder 4 Stück davon rein und dann immer wieder wenden, also wirklich immer wieder dabei bleiben, nicht weggehen und im besten Falle auch zwischendurch den Deckel drauf machen, damit diese Hitze wirklich innen drin bleibt und das Fleisch auch schön garen kann. Damit ihr schön schwitzen kann. Genau. Also ihr müsst euch für eine Ladung schon so 8 bis 10 Minuten Zeit nehmen. Immer wieder wenden, immer wieder ein Auge drauf halten und wenn sie so aussehen, dann sind sie perfekt. Jetzt nehme ich sie einmal raus und backe die nächsten aus. Und jetzt ist das Fleisch auch richtig schön gar und es, wie ich schon gesagt habe, es gart einfach anders in diesem Teigmantel. Es ist ganz anders, als wenn ihr das eben direkt in der Pfanne anbratet. Also es ist mega, mega lecker und außen eben sehr knusprig. So, wenn euch das Rezept jetzt sehr gut gefallen hat, genauso wie uns, dann hinterlasst meinem Kanal auf jeden Fall ein kostenloses Abo, damit ihr auch die Rezepte nicht mehr verpasst. Ich habe gesehen, dass ganz viele die Glocke nicht aktiviert haben. Wir laden ja ab und zu auch mal ein 3. Video die Woche hoch und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr das auch mit. Und ansonsten würde ich sagen, an alle Studenten, die keinen Backofen haben, macht's unbedingt nach. Sehr, sehr, sehr lecker. Außen, wie gesagt, mega knusprig und innen dieses zarte Fleisch. Wir haben noch ein paar Stunden, dann dürfen wir endlich essen. Willst du auch noch was sagen? Ich finde gerade zur Suppe passt das ganz gut. Zur Suppe passt das ganz gut, ja, das stimmt. Das stimmt, zur Suppe passt es sehr, sehr gut. Ansonsten außerhalb von Ramadan vielleicht mal zum Frühstück, Schlemmerfrühstück. Also macht es einfach sehr, sehr gerne nach. Genau, zum Abendessen. So, euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!